Die deutsche Schule war für mich wie ein Paradies. Man wurde nicht zur Leistung gezwungen. Man versuchte, die Schüler zu fördern. Auf einem Blatt war das Skelett eingezeichnet und wir sollten das ausschneiden und verbinden. Und als ich am nächsten Tag in die Schule kam, hatten alle anderen Schüler natürlich auch die Hausaufgaben gemacht, aber sie hatten das mit einem Faden verbunden, dass das locker war. Und bei mir war alles fest, es bewegte sich nichts. Und ein Mitschüler von mir sagte, lass doch, du hast doch trotzdem was gemacht, wenn auch falsch, aber du kannst zeigen, dass du was gemacht hattest. Mir war aber nicht wichtig, dass ich etwas gemacht habe, sondern dass ich nicht richtig gemacht habe. Das ist mir noch in Erinnerung und das zeigt, dass die Bildung in Korea doch sehr, sehr streng war. Bildung war für uns in der Familie sehr wichtig, da meine Eltern gesagt haben, wir haben euch hierher geholt, um euch eine bessere Bildung zu ermöglichen, sollten wir natürlich auch diese Bildungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen. Andererseits hat es auch sehr viel Druck ausgeübt. Und viele, glaube ich, Migrantenkinder stehen unter diesem Druck in dieser Gesellschaft, sich beweisen zu müssen. Und der beste Weg, sich beweisen zu können, ist die Bildung. Die erste Zeit in Deutschland war für mich nicht einfach, weil ich die Sprache nicht konnte, weil ich keine Freunde hatte und auch sehr viel Heimweh hatte. Besondere Probleme, Stresssituationen? Nein, das auf gar keinen Fall. Also Korea war eine sehr tolle Erfahrung. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und an der Korea University gab es auch ein tolles Buddy-Programm. Die waren alle sehr bemüht und haben sich sehr gut um uns Austauschstudenten gekümmert. Und auch die Qualität der Lehre war in Korea sehr gut. Es war der gleiche hohe Standard wie hier. Und das war schon sehr beeindruckend. Und die deutsche Schule ist insofern vielleicht ganz gut für mich gewesen, oder das war mein Eindruck, dass hier sehr viel auch toleriert wurde, dass Leistungen gefordert wurden, aber nicht unbedingt Bestleistung. Oder ich war immer natürlich in der Anfangszeit der schlechteste Schüler, aber keiner hat mir das Gefühl gegeben, dass ich der Schlechteste bin. In Korea weiß man sofort, wenn man der Schlechteste ist. Ich habe gelernt, in einem fremden Land zu leben, Kulturschocks zu erfahren, die Krisen zu überwinden. Und Ähnliches verlange ich vielleicht auch von meinen Studierenden, dass sie in ein fremdes Land gehen, sich darauf einlassen, Kulturschocks natürlich auch unvermeidbar sind, aber auch lernen, diese zu überwinden. Ich glaube, wenn man wirklich durch diese tiefen Krisen einmal durchgegangen ist, dann hat man auch das Land viel näher kennengelernt. Wir schicken unsere Studierenden auch bewusst für ein Jahr nach Korea und nicht für ein Semester etwa, weil für die Krisen braucht man auch Zeit. Auch die Krisenüberwindung braucht Zeit. Bildung ist nicht nur eine universitäre Bildung. Bildung, Ausbildung, Bildung, die geht über das ganze Leben. Und ich kann natürlich heute nur dankbar sein, dass die Eltern so ehrgeizig waren und von uns auch das gefordert haben. Aber ich will nur sagen, Bildung in diesem Sinne ist nicht die einzige Möglichkeit.